Ein Imperator, eine Vorstellung, ein Kreuz, das brennt und am Himmel schwebt. Doch was, wenn alles gelogen war? Was, wenn der Augenblick, der die Geschichte des Christentums für immer veränderte, nicht ein göttliches Wunder, sondern das Meisterwerk eines brillanten Politikers war? Das, was Sie gleich über das Jahr 313 erfahren werden, könnte alles verändern, was Sie über den Glauben zu wissen glaubten, der den Westen prägte. Was würden Sie tun, wenn Ihnen bewusst wäre, dass der heiligste Moment der christlichen Geschichte möglicherweise inszeniert war? 312. Oktober. Konstantin zieht mit seinen Truppen nach Rom. Maxentius, sein Konkurrent, hat die Hauptstadt mit stärkeren Kräften unter Kontrolle. Die Chancen liegen nicht auf ihrer Seite. Und dann, so berichten die späteren Berichte, geschieht das Unvorstellbare. Am helllichten Tag erscheint am Himmel ein leuchtendes Kreuz, begleitet von den griechischen Worten «En Teutonica». Mit diesem Zeichen wirst du siegen. In derselben Nacht soll Christus dem Kaiser im Traum erschienen sein und ihm befohlen haben, das Chi-Rho-Symbol, die ersten Buchstaben des Namens Christi auf Griechisch, auf die Schilde seiner Soldaten zu malen. Eusebius von Caesarea, der offizielle Biograf Konstantins, erzählt diese Geschichte in seinem Werk Vita Constantini, das Jahrzehnte nach den Ereignissen verfasst wurde. Eusebius stellt die Behauptung auf, der Kaiser habe ihm diese Vision persönlich und unter Eid berichtet. Auch Laktanz, der Tutor von Konstantins Kindern, erwähnt eine göttliche Vision, allerdings unterscheidet sich seine Version. Er spricht von einem Traum und nicht von einer Erscheinung am Tag. Die Geschichten stimmen von Anfang an nicht überein. Weshalb? Weil es eventuell nie geschehen ist. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Konstantin war ein erfahrener General und brillanter Stratege, der Jahrzehnte in der rauen Welt der römischen Politik verbracht hatte. War eine himmlische Vision wirklich notwendig für ihn, um die Entscheidung zu treffen, ein religiöses Symbol zu benutzen? Moderne Historiker wie Bart Ehrmann betonen etwas Faszinierendes. Konstantin verehrte den Sonnengott Invictus noch Jahre nach seiner vermeintlichen Bekehrung weiter. Die Münzen, die sie nach 312 prägen ließen, zeigen auf ihrer Rückseite den Sol Invictus. Kreuzungen sind nicht vorhanden. Deutliche christliche Symbole fehlen. Konstantin hatte bis zu seinem Tod tatsächlich den Titel Pontifex Maximus inne, der Oberpriester der heidnischen römischen Religion. Zosimos, ein Historiker heidnischen Glaubens aus dem 5. Jahrhundert, stellt eine gänzlich andere Variante dar. Laut ihm wurde Konstantin nicht wegen einer göttlichen Vision, sondern aus Schuldgefühlen Christ. Im Jahr 326, 14 Jahre nach der vermeintlichen Erscheinung, gab Konstantin den Befehl zur Hinrichtung seines Sohnes Crispus und seiner Frau Fausta unter geheimnisvollen Umständen, die uns bis heute beunruhigen. Zosimos gibt an, dass die heidnischen Priester ihm gesagt hätten, für ein so abscheuliches Verbrechen gebe es keine Reinigung. Konstantin suchte verzweifelt die Christen auf, die ihm für seine Bekehrung göttliche Vergebung versprachen. Diese Erzählung, obwohl sie von einem Gegner des Christentums verfasst wurde und wahrscheinlich voreingenommen ist, wirft eine beunruhigende Frage auf. Und wenn die Bekehrung nicht der Beginn seiner Geschichte mit dem Christentum war, sondern eine Folge seiner Verbrechen, es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die vielleicht am schrecklichsten ist, dass alles von Anfang an geplant war, dass es an einer Vision, an Schuld und an einer echten Bekehrung mangelte. Lediglich ein meisterhafter politischer Propagandaakt. Bevor Konstantin sich einem überlegenen Feind stellte, war ihm bewusst, dass er eine starke Geschichte benötigte, um seine Truppen zu vereinen. Was könnte besser sein, als die Behauptung aufzustellen, dass Gott persönlich auf ihrer Seite war? Göttliche Visionen wurden in der Antike nicht angezweifelt. Sie waren eine Erwartung. Alexander der Große hatte die Orakel konsultiert. Himmelszeichen wurden von Julius Caesar gedeutet. Konstantin handelte einfach nach den Anweisungen des charismatischen Führers. Er schuf eine mystische Erzählung, die eine militärische Schlacht in einen heiligen Krieg verwandelte. Und es hat geklappt.
Am Tag darauf zogen seine Soldaten mit übermenschlichem Selbstbewusstsein zur Milvischen Brücke und Maxentius ertrank im Tiber. Er war Herr von Rom. Damit Sie nachvollziehen können, weshalb Konstantin die Religion neu erfinden musste, gilt es zunächst zu begreifen, in welch absolutem Chaos Rom im Jahr 312 steckte. Denken Sie an ein Kaiserreich, das über Hunderte von Jahren die größte Supermacht der bekannten Welt war und nun innerlich zerfällt. Die Krise des Dritten, die Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts hatten verheerende Ausmaße angenommen. In einem Zeitraum von 5 Jahrzehnten hatten mehr als 50 Kaiser den Thron beansprucht, wobei die meisten von ihnen ermordet oder im Kampf gefallen waren. Die ungebremste Inflation führte zum Zusammenbruch der Wirtschaft. Goten, Perser und germanische Völker griffen ständig die Grenzen an. Rom war nicht länger das Machtzentrum. Es existierte nur noch als eine Hülle seines einstigen Glanzes. Diokletian hatte es mit einem radikalen Experiment, der Tetrarchie, zu lösen versucht. Er gliederte das Reich in 4 Regionen, wobei es 2 Hauptkaiser, die sogenannten Augusti, und 2 Unterkaiser, die sogenannten Cäsaren, gab. Die theoretische Brillanz der Idee bestand darin, die Regierungsarbeit zu teilen und eine geordnete Nachfolge zu gewährleisten. In der Praxis stellte es sich als katastrophal heraus. Nach Diokletians Abdankung im Jahr 305 brach das System sofort zusammen. Die 4 Herrscher fingen an, miteinander zu kämpfen. Bis zum Jahr 312 gab es 6 Männer, die beanspruchten, der rechtmäßige Kaiser von Rom zu sein. 6 Militärs, 6 Ämter, und das Imperium blutete. Doch das Chaos betraf nicht nur die Politik und das Militär. Auch seine spirituelle und religiöse Seite war ausgeprägt. Rom hatte über das Konzept der Pax Deorum, dem Frieden der Götter, den religiösen Frieden für viele Jahrhunderte bewahrt. Die Idee war simpel. Rom blühte, weil es alle Götter verehrte. Die Römer zeigten eine bemerkenswerte Toleranz gegenüber fremden Religionen, solange die neuen Kulte ebenfalls die Götter Roms ehrten. Es war möglich, Isis aus Ägypten, Mithra aus Persien oder eine beliebige orientalische Gottheit zu verehren. Jedoch musste man auch Weihrauch für den Genius des Kaisers opfern und an den Staatsritualen teilnehmen. Es handelte sich um ein System, das über Jahrhunderte hinweg funktionierte. Und dann kamen die Christlichen. Die Römer konnten das Christentum nicht verstehen und sahen es als Bedrohung. Es handelte sich nicht bloß um eine weitere Religion, sondern um eine exklusive. Die Christen wiesen nicht nur die Verehrung anderer Götter zurück, sondern behaupteten auch aktiv, dass es sich bei diesen um Dämonen handele. Sie lehnten es ab, an den bürgerlichen Ritualen teilzunehmen. Für den Kaiser verbrannten sie keinen Weihrauch. Sie waren im Militär nicht nützlich, ihre Treffen waren geheim. Für den römischen Staat stellte dies keinen Ausdruck von Religionsfreiheit dar, sondern Verrat. Und wenn die Dinge schlecht liefen, bei Plagen, Invasionen und Naturkatastrophen, hatten die Heiden eine praktische Erklärung parat. Die Götter waren zornig, weil die Christen sie beleidigt hatten. Dies führte zu Verfolgungen. Aber hier ist etwas, das die meisten nicht wissen. Diese waren weder konstant noch universell. In den ersten 300 Jahren des Christentums gab es lange Friedenszeiten, die durch sporadische Gewaltausbrüche unterbrochen wurden. Nero machte die Christen für den großen Brand Roms im Jahr 64 verantwortlich und ließ Hunderte von ihnen auf spektakuläre Weise hinrichten. Doch nach Nero folgten Jahrzehnte der relativen Ruhe. Trajan setzte eine pragmatische Politik um. Christen nicht aktiv zu suchen, sie jedoch zu bestrafen, wenn sie denunziert wurden und sich weigerten, Opfer zu bringen. Der Philosophenkaiser Mark Aurel beaufsichtigte einige lokale Verfolgungen, jedoch keine koordinierte Reichskampagne. Die große Verfolgung Diokletians zwischen 303 und 311 war die systematischste und brutalste, aber selbst diese wurde in verschiedenen Teilen des Reiches ungleichmäßig umgesetzt. Und dann war es vorbei, so plötzlich, wie es begonnen hatte. Galerius,
einer der heftigsten Verfolger, erließ 311 auf seinem Sterbebett ein Toleranzedikt, in dem er die gescheiterte Verfolgung eingestand. Faszinierenderweise entwickelte sich das Christentum trotz alledem weiter. Bis zum Jahr 312 waren etwa 10% des Reiches christlich, möglicherweise mehr in den Städten des Ostens. Wie kann das sein? Weil die Christen etwas boten, das in den heidnischen Religionen fehlte: Gemeinschaft. Bei einem Pestausbruch zogen die Heiden aus den Städten fort. Selbst die Heiden blieben, um sich um die Kranken zu kümmern. Bei Armut boten die heidnischen Tempel keine Unterstützung an. Die christlichen Kirchen hatten Gemeindefonds für Witwen, Waisen und Bedürftige. Das Christentum stellte nicht nur einen Glauben dar, sondern auch ein soziales Unterstützungsnetzwerk in einer brutalen und gnadenlosen Welt. Und Konstantin, der politische Stratege, bemerkte dies. Er erkannte eine Organisation, die schon in allen größeren Städten des Reiches vorhanden war. Er betrachtete eine hierarchische Struktur von Bischöfen und Priestern, die durch Kooptation entstehen konnte. Loyalität, Disziplin und Zusammenhalt waren sichtbar für mich. Er blickte in die Zukunft. Wir alle kennen das Bild. Gläubige Christen, die sich in den Katakomben Roms verbergen und leise beten, während römische Soldaten mit Fackeln im Dunkeln nach ihnen suchen. Märtyrer, die im Kolosseum Löwen vorgeworfen werden, während das Publikum Beifall spendet. Santos, der aufgrund seiner Weigerung, von seinem Glauben abzurücken, lebendig verbrannt wird. Die Darstellung des Christentums als einer ständig verfolgten Religion, die immer am Rande des Aussterbens steht, war über 2000 Jahre hinweg grundlegend für die christliche Identität. Doch wie wahrhaftig ist das tatsächlich? 2013 schockierte die akademische Welt Candida Moss, eine angesehene Historikerin und Professorin an der University of Notre Dame, mit ihrem Buch The Myth of Persecution. Ihre Studie zeigt Überraschendes. Zahlreiche der bekanntesten Märtyrergeschichten sind Jahrhunderte nach den vermeintlichen Begebenheiten übertrieben, erfunden oder direkt gefälscht worden. Die Martyrakten, die schriftlichen Aufzeichnungen über ihr Leiden und ihren Tod, wurden oft mit dramatischen Details ausgeschmückt, um die Gläubigen zu inspirieren. Einige Märtyrer waren nie existent. Andere starben aus Gründen, die nichts mit ihrem christlichen Glauben zu tun hatten, wurden jedoch posthum zu religiösen Helden erklärt. Das heißt nicht, dass es keine Verfolgung gab. Sie existierte und sie war echt und grausam, als sie geschah. Die Darstellung von 3 Jahrhunderten dauerhafter und systematischer Verfolgung ist jedoch größtenteils eine spätere Konstruktion. Die Realität war weitaus komplexer und zerklüfteter. In einigen östlichen Städten lebten Christen offen und friedlich, errichteten Kirchen und engagierten sich im öffentlichen Leben. In anderen Kontexten, vor allem während der Gewaltausbrüche unter Decius im Jahr 250 oder Diokletian nach 303, waren Christen Gefängnis, Folter und Tod ausgesetzt. Allerdings dauerten die Phasen intensiver Verfolgung nur kurz und waren auf bestimmte Gebiete beschränkt. Weshalb hat das Bedeutung? Weil es unser Verständnis des Mailänder Edikts vollkommen verändert. Über Jahrhunderte wurde uns vermittelt, Konstantin habe das Christentum heldenhaft vor dem Aussterben gerettet und ohne ihn wäre der Glaube vollständig ausgelöscht worden. Die große Verfolgung unter Diokletian war jedoch bis 312 beendet. Galerius hatte sein Edikt der Toleranz bereits erlassen. Das Christentum breitete sich rasch aus, vor allem in den östlichen Provinzen. Eine Rettung war nicht notwendig. Was hat Konstantin also wirklich getan? Die Antwort ist beunruhigend. Er machte sich die Schwachstelle zunutze. Die Christen hatten genug gelitten, um jedem Führer, der ihnen Schutz bot, verzweifelt dankbar zu sein. Eine Belagerungsmentalität war bei ihnen gewachsen und sie betrachteten sich als den loyalen Rest in einer feindlichen Welt. Als Konstantin erschien und bekannt gab, Gott habe ihm eine Vision gezeigt und er sei das göttliche Werkzeug zum Schutz der Kirche, stellten die Christen keine schwierigen Fragen. Sie nahmen ihn als ihren politischen Retter an
Und diese Akzeptanz verschaffte Konstantin etwas, das kein anderer Kaiser zuvor besessen hatte: die uneingeschränkte Unterstützung eines organisierten, disziplinierten und tief loyalen Netzwerks, das sich über das gesamte Reich erstreckte. Berücksichtigen Sie die geniale politische Strategie, die damit einhergeht. Anstatt zu versuchen, eine neue Loyalitätsstruktur von Grund auf neu aufzubauen, übernahm Konstantin einfach eine bereits vorhandene. Christliche Bischöfe hatten schon Autorität über ihre Gemeinden. Sie hatten schon Geld gesammelt. Sie brachten bereits Konflikte zur Einigung. Sie boten soziale Dienstleistungen an. Konstantin musste nur sein kaiserlicher Beschützer und Patron werden, um plötzlich Zugang zu dieser ganzen Infrastruktur zu erhalten. Er musste kein neues Kontrollsystem etablieren. Es genügte, ein bestehendes zu kooptieren. Allerdings gibt es auch eine dunklere Seite. Durch seine Selbstdarstellung als Christentumretter nahm Konstantin auch die Rolle dessen Oberhauptes ein. Ihre Sicherheit und ihr Wohlstand waren ihm nun von den Bischöfen zu verdanken. Sollten theologische Auseinandersetzungen entstehen, und das würden sie, zahlreiche, wer würde dann die letzte Autorität besitzen? Es sind nicht die Kirchenkonzilien. Es geht nicht um die apostolische Tradition. Konstantin, der Monarch. Ein Mann, der seine Taufe erst im Angesicht des Todes erhalten sollte. Das ist das dunkle Geheimnis hinter der Rettung des Christentums. Sie war nicht umsonst. Die Kirche könnte frei von Verfolgung sein, aber nur unter der Bedingung, dass sie die kaiserliche Kontrolle akzeptiert. Es wäre erlaubt, aber auch gezähmt. Konstantin war nicht dazu bestimmt, Kaiser zu werden. Seine Geburt auf dem Balkan im Jahr 272 war die eines unehelichen Kindes. Vater war der aufstrebende Soldat Constantius Chlorus, Mutter die aus einfachen Verhältnissen stammende Helena. Einige antike Historiker bezeichneten sie als Stabularia, was darauf hindeutet, dass sie in einem Gasthaus oder Stall arbeitete, ein römischer Euphemismus, der andeutet, dass sie aus der Unterschicht stammte und möglicherweise eine Prostituierte war. Bereits in der Anfangszeit seiner Entwicklung musste der zukünftige Kaiser von Rom das Stigma einer unehelichen Geburt und die Schande seiner mütterlichen Herkunft tragen. Doch an dieser Stelle wird die Erzählung spannend. Diese Mutter Helena sollte sich schließlich als eine der zentralen Persönlichkeiten des frühen Christentums herausstellen. Sankt Helena, die Entdeckerin des wahren Kreuzes, an dem Christus gekreuzigt wurde. War Helena Christin, während Konstantin ein Kind war? Es ist möglich, auch wenn es keine endgültigen Beweise gibt. Was wir wissen ist, dass Konstantin in einem Haushalt aufwuchs, in dem verschiedene religiöse Traditionen koexistierten. Sein Vater Constantius war im Vergleich zu anderen Mitgliedern der Tetrarchie tolerant gegenüber Christen. Constantius setzte während der großen Verfolgung unter Diokletian die Gesetze in seinen Gebieten Britannien und Gallien nur sehr locker um. Konstantin wuchs an den Kaiserhöfen auf, im Wesentlichen als Diokletians Geisel, um die Loyalität seines Vaters zu gewährleisten. Er war Zeuge der politischen Intrigen, des Verrats und der Morde. Er erfuhr, dass in Rom das Überleben von Cleverness und nicht von Tugend abhing. Seine Erziehung übernahm Laktanz, ein herausragender christlicher Rhetoriker, der später einen der ersten Texte über Konstantins Vision verfassen sollte. War es zufällig, dass der zukünftige Kaiser einen christlichen Lehrer hatte? Oder handelt es sich um einen Beweis dafür, dass Konstantin seit seiner Kindheit darauf vorbereitet wurde, das politische Potenzial des Christentums zu erkennen? Nachdem Konstantins Vater 306 in York verstorben war, wurden die Legionen auf ihn als Kaiser aufmerksam und riefen ihn aus. Obwohl er keinen legitimen Anspruch auf den Thron nach dem System der Tetrarchie hatte, verfügte er über loyale Armeen. Er trat in den folgenden 6 Jahren gegen diverse Widersacher in einem gnadenlosen Bürgerkrieg an. An der Milvischen Brücke besiegte er im Jahr 312 Maxentius. Er verriet seinen Verbündeten Licinius, besiegte ihn zunächst im Jahr 316 und vernichtete ihn schließlich im Jahr 324, wodurch er zum einzigen Kaiser des gesamten Römischen Reiches wurde.
Konstantin stellte sich in jedem Schritt des Weges als Meister der Manipulation heraus. Bei Bedarf an Hilfe vom Senat stellte er sich als Wiederhersteller der republikanischen Traditionen dar. In Zeiten, in denen er auf die Hilfe des Militärs angewiesen war, war er der Soldatenkaiser, der Seite an Seite mit seinen Soldaten kämpfte. Und wenn er die Hilfe der Christen nötig hatte, wurde er zum christlichen Kaiser und zum Auserwählten Gottes. Hat er bei einer dieser Posen ehrlich gewirkt? War er einfach so brillant, dass er wusste, was jedes Publikum hören musste? Konstantins schwer zu entschlüsselndes Wesen liegt darin begründet, dass er die Antwort auf die Frage vielleicht selbst nicht kannte. Menschen weisen eine komplexe Natur auf. Es ist möglich, dass wir sowohl aufrichtige Gläubige als auch berechnende Manipulatoren sind. Vor der Schlacht an der Milvischen Brücke könnte Konstantin eine echte spirituelle Erfahrung gemacht haben. Vielleicht beobachtete er ein atmosphärisches Phänomen, das er als ein Zeichen Gottes deutete. Vielleicht war er von einem intensiven Traum beeindruckt, der ihn nachhaltig beschäftigte. Oder vielleicht war es von Anfang an alles ein politisches Theater. Die Wahrheit ist, dass wir es niemals mit Gewissheit wissen werden. Das Ergebnis dessen, was wir wissen, ist folgendes: Konstantin verwendete das Christentum zur Festigung seiner Macht und veränderte dadurch sowohl das Reich als auch die Religion grundlegend. Im Februar des Jahres 313 kamen Konstantin und Licinius in Mailand zusammen, um die Hochzeit von Konstantins Halbschwester mit Licinius zu feiern. Doch das, was dort geschah, war von weit größerer Bedeutung als eine Hochzeitszeremonie. Die beiden Kaiser erließen gemeinsam das Dokument, das als Mailänder Edikt bekannt wurde und dem Römischen Reich angeblich Religionsfreiheit gewährte und das Christentum vor dem Aussterben rettete, außer dass nahezu alles, was Sie soeben gelesen haben, in irgendeiner Weise nicht korrekt ist. Erstens handelt es sich aus technischer Sicht um kein Edikt von Mailand. Ein Originaldokument existiert nicht. Es gibt kein überliefertes kaiserliches Dekret. Wir verfügen über Briefe und Reskripte, die an Provinzbeamte gesendet wurden. Insbesondere eines an den Gouverneur von Bithynien, das Laktanz erhalten hat. Mit diesen Briefen wird keine neue Politik eingeführt. Sie bekräftigen und erweitern im Wesentlichen das Toleranzedikt, das Galerius 2 Jahre zuvor erlassen hatte. Weshalb ist er dann so bekannt? Da es über die reine Toleranz gegenüber Christen hinausgeht. Dadurch erhalten sie einen besonderen Status. Der Wortlaut des Edikts ist bewusst großzügig und weit gefasst. Er äußert, dass allen, Christen wie Heiden, freie und uneingeschränkte Freiheit zugesprochen werden solle, der Religion ihrer Wahl zu folgen. Klingt herrlich, oder? Allumfassende religiöse Toleranz, Pluralismus, Gewissensfreiheit, die Prinzipien, die angeblich zivilisierte Gesellschaften ausmachen. Doch lies genauer. Das Edikt legitimiert das Christentum und verfügt darüber hinaus die Rückgabe sämtlicher während der Verfolgungen beschlagnahmter Güter. Die Rückgabe von Kirchen, Grundstücken und sogar liturgischen Gegenständen muss ohne Bezahlung oder Entschädigungsanspruch erfolgen. Außerdem wird der Staat den neuen Eigentümern eine Entschädigung zukommen lassen, sofern sie diese Grundstücke an Dritte verkauft haben. Wer ist für die Zahlung dieser Entschädigung verantwortlich? Die Steuerzahler, die meisten von ihnen waren Heiden. Anders ausgedrückt, Konstantin zwang dem Reich auf, den Wiederaufbau der christlichen Infrastruktur zu finanzieren, und zwar unter dem Vorwand universeller Toleranz. Und das stellte lediglich den Anfang dar. In den Jahren darauf nahm Konstantin dem christlichen Klerus die Pflicht, Steuern zu zahlen, eine Verpflichtung, die alle anderen zu erfüllen hatten. Als das Reich in einer wirtschaftlichen Krise steckte und jede Münze dringend gebraucht wurde, gewährte Konstantin den christlichen Bischöfen Steuerbefreiungen. Weshalb? Die Geistlichen wurden offiziell anerkannt, da sie durch ihre karitative Arbeit wertvolle öffentliche Dienste leisteten. Vielmehr, da er sie mit Geld für seine Loyalität gewann. Die Auswirkungen waren erstaunlich. Auf einmal stellte es sich heraus,
dass es nicht nur aus Berufung, sondern auch aus wirtschaftlichem Vorteil sinnvoll war, christlicher Geistlicher zu werden, indem sie Angehörige ihrer Familie zu Bischöfen oder Priestern ernannten, konnten wohlhabende Familien ihr Vermögen bewahren. Im Klerus erblickten ehrgeizige Männer eine Möglichkeit, Macht und Einfluss zu erlangen. Nicht nur, dass Konstantin das Christentum legalisierte, er integrierte es auch in die herrschende Klasse und ins Establishment. Mit jedem Privileg, das gewährt wurde, wurde die Kirche abhängiger von der kaiserlichen Unterstützung und bereitwilliger, die kaiserliche Politik zu unterstützen. Sie verwandelte sich zunehmend von einer Religion der Unterdrückten in eine Religion der Macht. Neuere Untersuchungen aus dem Jahr 2025 haben noch etwas anderes festgestellt. Das Mailänder Edikt war keine philosophische Erklärung zur Religionsfreiheit im Allgemeinen. Es handelte sich um einen strategischen Schachzug in einem Machtspiel. Im Jahr 313 war Konstantin der Herrscher über die westliche Hälfte des Reiches, während Licinius die Kontrolle über die östliche Hälfte hatte. Im Osten lebten wesentlich größere christliche Bevölkerungen. Konstantin positionierte sich als Beschützer der Christen und errichtete damit im Wesentlichen eine 5. Kolonne in den Gebieten des Licinius, wodurch er potenzielle Verbündete für die unvermeidliche zukünftige Auseinandersetzung gewann. Und es hat geklappt. Als die Kämpfe 324 begannen, stellten sich viele Christen im Osten auf Konstantins Seite gegen Licinius, da sie den Krieg nicht als Machtkampf zwischen zwei ehrgeizigen Tyrannen betrachteten, sondern als einen Kampf zwischen dem Champion Christi und einem Verfolger, obwohl Licinius die Christen erst verfolgte, als ein endgültiger Konflikt mit Konstantin begann. Das Edikt von Mailand war genial, weil es Eigennutz als Altruismus und politisches Kalkül als moralisches Prinzip erscheinen ließ. Konstantin gestattete den Christen nicht nur das Beten, er stellte sie auch ein. Nach Jahrhunderten der Marginalisierung und gelegentlichen Verfolgung waren sie jedoch mehr als bereit, rekrutiert zu werden. Endlich hatten sie die Unterstützung eines Kaisers. Sie hatten endlich Zugang zur Macht. Was machte es schon aus, wenn das hieß, dass die Kirche dem Kaiser nun etwas schuldig war? Zu diesem Zeitpunkt, als die Erinnerungen an die Verfolgung noch frisch waren, erschien der Deal zu gut, um ihn in Frage zu stellen. Der wahre Preis wurde erst Jahrzehnte und Jahrhunderte später offensichtlich. Die Kirche hatte Sicherheit gewonnen, aber ihre Unabhängigkeit war verloren gegangen. Er hatte Macht erlangt, aber seine prophetische Seele verloren. Nun folgt der Teil dieser Geschichte, der einen tatsächlich erschüttert, weil Konstantin nicht damit aufhörte, dem Christentum lediglich eine Legalisierung zukommen zu lassen oder ihm finanzielle Privilegien einzuräumen. Er nahm eine viel tiefgreifendere und nachhaltigere Veränderung vor. Er reformierte die innere Struktur der Kirche so, dass sie der imperialen Regierung ähnelte. Und durch diese Handlung veränderte er fundamental die Bedeutung des Christseins. Überleg es dir. In den ersten 3 Jahrhunderten war das Christentum radikal anders als das, was wir heute kennen. Es handelte sich um eine Religion von kleinen, dezentral organisierten Gemeinschaften, die oft in privaten Wohnräumen zusammenkamen. Ja, es gab Bischöfe und Priester, deren Autorität jedoch vornehmlich spiritueller und lokaler Natur war. Auf Konzilien, wo viele Stimmen gehört werden konnten, wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Eine Vielzahl von Überzeugungen, unterschiedlichen Auslegungen darüber, wer Jesus gewesen sei, was Erlösung heiße und wie die Kirche strukturiert werden solle, war vorhanden. Es war chaotisch, ja, aber gleichzeitig lebendig, vital und organisch. Für Konstantin war dieses Chaos ein Problem, das es zu beheben galt. Und er hatte die ideale Lösung, die römische Kaiserbürokratie. Konstantins systematische Integration der kirchlichen Hierarchie in die Verwaltungsstruktur des Reiches wurde von Harold Drake, einem der angesehensten Historikern dieser Zeit, akribisch dokumentiert. Die Bischöfe wurden mit offiziellen Gerichtsbefugnissen ausgestattet.
Die Bischofstribunale waren nun in der Lage, Zivilstreitigkeiten durch rechtlich bindende Urteile zu entscheiden, die selbst von Provinzgouverneuren nicht annulliert werden konnten. Lies es nochmal. In bestimmten Angelegenheiten hatten christliche Bischöfe plötzlich mehr rechtliche Macht als die traditionellen Magistrate. Welche praktische Bedeutung hatte das? Dies bedeutete, dass man bei Auseinandersetzungen über Eigentum, Erbschaft oder Verträge einen christlichen Bischof statt der weltlichen Gerichte konsultieren konnte. Klingt nach Bequemlichkeit, oder? Aber bedenken Sie die Auswirkungen. Die Bischöfe übernahmen nun neben ihrer Rolle als geistliche Führer auch die Funktion von Staatsbeamten. Sie exerzierten imperiale Macht aus. Sie waren eng mit der Regierungsmaschinerie verbunden. Mit dieser Macht kam auch die Verantwortung gegenüber dem Kaiser, der sie ihnen verliehen hatte. Konstantin setzte seinen Weg fort. Er berief Bischofskonzile ein, deren Reisekosten er aus dem gesamten Reich übernahm, luxuriöse Unterkünfte bereitstellte und die Sitzungen persönlich leitete. In diesen Konzilien wurden theologische Doktrinfragen nicht durch eine freie Debatte und schrittweisen Konsens entschieden, sondern durch kaiserliche Dekrete. Der ungetaufte Kaiser entschied, welche Glaubensüberzeugungen als orthodox und welche als ketzerisch galten, und die Bischöfe, die von seiner Schirmherrschaft abhängig und von seiner Macht eingeschüchtert waren, gehorchten. Hier ist der strittige Abschnitt, den zahlreiche zeitgenössische Historiker hervorheben. Durch diesen Prozess wurde das Christentum von seinen Wurzeln aus neu verdrahtet.